So, 18 Uhr. Neuer Monat, neue Gesetze und Änderungen, auch im Dezember 2022. Ich weiß nicht, warum das Bild so dunkel ist. Vorhin war alles noch in Ordnung. Gut. Ich habe für euch heute zwölf wichtige Änderungen für den Monat Dezember 2022, die nicht nur die Rentner betreffen. Ja, was wird sich konkret ändern und müssen wir uns vor diesen Änderungen fürchten oder gibt es irgendwo einen Haken? Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, und heute bin ich mal wieder live, ja, um einfach meinen treuen Abonnenten Hallo zu sagen und frage gleich mal, wer von euch hat denn schon ein Video von mir gesehen oder ist sogar schon 'n alter Hase, der schreibt gerne mal eine Eins in den Chat. Und wer ganz frisch ist auf dem Kanal, der schreibt gerne mal eine 2 hinein. Ja, und von welchem schönen Ort oder Land dieser Welt schaut ihr heute zu? Ah ja. Hallo Michael, hallo Sabine, hallo Johannes, wunderbar. Ja, am Ende des Livestreams, machen wir noch eine kleine Frage und Antwortrunde. Ihr könnt dann eure Fragen stellen, die ich sehr gerne beantworte. Christine Neuling, Raimut Neuling, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal Jutta Martin Steuern einfach erklärt. Wir beginnen jetzt gleich einmal mit der ersten Änderung. Und zwar Punkt eins ist diese Einmalzahlung für Gas und Fernwärme. Kosten für Menschen mit Gas- und Fernwärmeheizung sollen ja im Zuge dieser Gaspreisbremse im Dezember einmalig diese Kosten vom Staat erstattet bekommen und als Grundlage dient die Abrechnung vom Dezember. Diese Regelung gilt erstmal für alle, die einen direkten Vertrag mit dem Energieunternehmen haben. Also wer jetzt Gas oder Fernwärme direkt vom Versorger bezieht, der hat es relativ einfach. Also wer per Lastschrift bezahlt, der muss erstmal gar nichts tun, denn die Versorger dürfen nichts abbuchen. Wer per Rechnung oder Dauerauftrag zahlt, der lässt die Zahlung einfach weg. Komplizierter ist es bei Mietern, die ihre Energieversorgung über den Vermieter beziehen. Also, sie bekommen ja die Entlastung erst mit der jährlichen Heizkostenabrechnung. Und das kann dauern, weil der Vermieter ja ein Jahr Zeit mit dieser Abrechnung hat. Deshalb müssen Vermieter jetzt, und ich hoffe, dass das auch so passiert, im Dezember ihre Mieter über die voraussichtliche Entlastung informieren. Die Gutschrift selber, die gibt es dann natürlich erst später und mit ganz viel Pech erst Ende 2023 mit der Abrechnung. Punkt 2: Die heiß umstrittene Energiepreispauschale für Rentner. Diese 300 € bekommen alle Rentner, die am 1. Dezember 2022 Anspruch auf eine Alters-, Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung haben. Aber auch wer Versorgungsbezüge nach diesem Beamten- oder Soldatenversorgungsgesetz bekommt, hat Anspruch auf die 300 €. Sie sollen zwischen dem 1. und 15. Dezember ausgezahlt werden, und zwar 300 € brutto gleich netto direkt aufs Konto. Aber man muss beachten, diese 300 € sind leider steuerpflichtig. Damit kommen wir zu Punkt 3. Ist nicht jedermanns Thema, aber ein neues Gesetz. Und zwar geht es um die Tattoo- und Haarentfernung nur noch mit Zertifikat. Ja, ein Tattoo steht ja für Individualität. Für den einen ist es eine Verschönerung und für den anderen Körperverletzung, wie dem auch sei. Wer sich aber jetzt zur Entfernung, eines solchen Tattoos entschließt, darf das ab 31. Dezember 2022 nur noch bei Kosmetikern und Ärzten machen lassen, die dafür ausgebildet sind und ein Zertifikat haben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Haarentfernung. Dieses Gesetz gibt es eigentlich schon seit 2021, aber bislang gab es eine Gnadenfrist bis zur Erhaltung des Nachweises. Und das ist diese Verordnung,
Die nennt sich Verordnung zum Schutz gegen die nicht ionisierenden Strahlen bei der Behandlung an Menschen, Abkürzung NISV. Punkt 4, spannend. Am 8. Dezember 2022 wird es einen Testalarm geben. Anscheinend hat man ja doch aus den verheerenden Fluten im Ahrntal gelernt, denn damals war die Nichtverfügbarkeit von entsprechenden Techniken zur Bevölkerungswarnung die Ursache für dieses Ausmaß der Katastrophe. Wir haben noch die Bilder der verheerenden Fluten vor Augen, also ich auf jeden Fall. Auch der Verlust vieler Leben hätte nicht sein müssen, wenn entsprechende Technik vorhanden gewesen wäre. Und in Zukunft soll so etwas nicht wieder passieren, ja. Deshalb wird in Deutschland das sogenannte Cell Broadcast eingeführt. Ja, das ist so etwas wie ein Handy-Rundruf. Mit dieser Technik können entsprechende Warnmeldungen an alle in einem bestimmten Funknetz ausgewählten Menschen per SMS vor Katastrophen gewarnt werden. Und darum erhält jeder am Donnerstag, am 8. Dezember um 11 Uhr eine SMS. Also nicht erschrecken, wenn am bundesweiten Testwarntag die Testwarnung per SMS kommt, sofern man natürlich im deutschen Mobilfunknetz eingeloggt ist, sonst geht das ja natürlich nicht. Ich gucke mir den Chat nachher noch mal an. Ich mache einfach mal weiter mit Punkt 5. Der ist ganz kurz, nämlich es gibt einen neuen Fahrplan bei der Deutschen Bahn. Und zwar ab 11. Dezember gilt bei der Deutschen Bahn wieder der Winterfahrplan. Die Deutsche Bahn, die hält für Zugreisende aber auch noch viele andere Änderungen bereit. Und hier sollte sich eigentlich jeder individuell informieren, weil das regional sehr unterschiedlich ist. Punkt 6, die Abgabe der Steuererklärung für das Jahr 2018. Also wer freiwillig eine Steuererklärung einreichen möchte, der kann das für das Jahr 2018 nur noch bis zum 31. Dezember 2022 erledigen. Und das ist für Arbeitnehmer ganz wichtig, weil statistisch gesehen jeder Arbeitnehmer rund 1.000 € Steuererstattung bekommt, ja, und die sollte man dem Staat nicht schenken. Punkt 7, also ist wirklich ganz, ganz wichtig. Am 1. Dezember tritt das neue Telefonschutzgesetz in Kraft. Es soll wirklich für mehr Sicherheit für Verbraucher sorgen. Und zwar, äh, Telefonbetrügern ist ja eigentlich jedes Mittel recht, um ans Ziel zu kommen. Sie manipulieren real existierende Nummern und verschleiern damit ihre echte Identität. Diese Scheinanrufe, die sollen künftig stärker unterbunden werden. Also Anrufe aus ausländischen Netzen ins deutsche Telekommunikationsnetz dürfen dann keine inländischen Rufnummern mehr als Absenderinformationen anzeigen. Die Netzbetreiber, die müssen die Nummernanzeige in derartigen Fällen künftig unterdrücken. Also lediglich für Urlauber, die vorübergehend im Ausland sind, ist die Einwahl ins deutsche Netz mit der inländischen Telefonnummer weiterhin erlaubt, ja, damit die Daheimgebliebenen den Gesprächspartner zuordnen können. Auch diese kostenintensiven Rufnummern wie 0900, deren Tarif ja beliebig hochgesetzt werden kann, dürfen dann nicht mehr verbunden werden. Damit laufen Verbraucher nicht länger Gefahr, Telefonbetrügern unwissentlich ausgeliefert zu sein. Ich sage mal an alle guten Abend, die sich da zugesellt haben. Punkt 8, ja, Start der Schlechtwetterzeit vom 1. Dezember 2022 bis zum 31. März 2023 gilt in Deutschland die Schlechtwetterzeit, also für bestimmte Branchen. Das ist geregelt im Paragraph 101 Absatz 1 SGB III, also im dritten Sozialgesetzbuch. Manche möchten immer gerne die Paragraphen wissen. Also Arbeitsmangel und saisonale Arbeitsausfälle sind dann vorprogrammiert in dieser Zeit.
Und dieses Saison-Kurzarbeitergeld wird nur in der Schlechtwetterzeit von Dezember bis März gezahlt. Jetzt kommt ja was nicht so Schönes, und zwar der Punkt 9. Die Raiffeisenbank Hochtaunus stellt den Bargeldverkehr ein. Die Volksbank will digitaler werden und sich deshalb im digitalen Bereich neu ausrichten. Und die zur Volksbank zugehörige Raiffeisenbank Hochtaunus verabschiedet sich vom klassischen Geschäftsmodell. Zum 1. Dezember sollen sämtliche Filialen dicht gemacht werden und nur die Zentrale soll bestehen bleiben. Obwohl dieser Umschwung bisher eher regional stattfindet, könnte er dennoch Auswirkungen auf weitere Gebiete der Volksbank haben oder aber für starke Diskrepanzen sorgen. Ja, wie sieht es aber denn mit der generellen Versorgung mit Bargeld aus? Also mittlerweile gibt es in vielen Supermärkten die Möglichkeit, sich mit Bargeld zu versorgen, so die Argumentation. Ja, Punkt 10, was Nettes, Weihnachtsgeschenke rechtzeitig verschicken. Wer seinen Liebsten ein Weihnachtsgeschenk auf dem Postweg im Inland zukommen lassen möchte, soll das Päckchen bis spätestens 20. Dezember aufgeben. Wer den Expressversand wählt, dem wird spätestens der 21. Dezember empfohlen. Wer nur Briefe oder Postkarten versenden möchte, hat vor der Briefkastenleerung bis 22.12. Zeit. Punkt 11. Es dürfen wieder Weihnachtsmärkte stattfinden. In diesem Jahr dürfen wir uns wieder auf Glühwein, gebrannte Mandeln, Lebkuchen und festlichen Budenzauber freuen. Der, der Weihnachtsmarktbummel zwischen dem ersten Advent und Heiligabend kann wieder genossen werden. Der älteste Weihnachtsmarkt in Deutschland ist übrigens der Striezelmarkt in Dresden. Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist einer der größten Europas. Unbedingt sehenswert sind der Nürnberger Christkindlmarkt, der Weihnachtsmarkt in Goslar, der Weihnachtsmarkt Weißer Zauber in Hamburg und der Aachener, Esslinger und Berliner Weihnachtsmarkt. Wer allerdings einen Bummel auf dem Weihnachtsmarkt plant, soll genug Geld im Portemonnaie haben. Die Preise sind heftig. Ja, liebe Zuschauer, schreibt doch gleich mal schon eure Fragen rein. Ich komme jetzt zu Punkt 12 und danach beantworte ich eure Fragen. Punkt 12. Böllerverbot ist Silvester in vielen Orten aufgehoben. Beim Silvesterfeuerwerk soll es in diesem Jahr weniger Einschränkungen geben. In einigen Städten wird es wieder Feuerwerkverbotszonen geben. Generell soll es wieder die Böller im Supermarkt zu kaufen geben. Geht es allerdings nach der deutschen Umwelthilfe, sollte es ein generelles Verbot für die Schwarzpulverraketen und Böller geben. Die Gründe dafür sind einleuchtend, also für mich auf jeden Fall, ja. Luftverschmutzung und tausende Tonnen Abfall, Hausbrände und Verletzte und Millionen verschreckte und leidende Tiere. Also, liebe Zuschauer, ich habe selbst einen Irish Setter Mischlinghund, der jedes Jahr tagelang ganz, ganz schlimm unter dieser Knallerei leidet und das seit nunmehr 12 Jahren. Als Hundebesitzer bricht einem das fast das Herz, ja. Und wie die armen Tiere in der freien Natur leiden, das bekommt man leider nicht mit. Ich denke mal, viele von euch werden da auch so denken, aber es gibt auch immer wieder Leute, die natürlich viel Spaß an der Knallerei haben. So, jetzt schreibt mal eure Fragen in den Chat. Ich gucke mal, ja. Kreuzberg, wunderbar. Wittgenstein, ja, wunderbar. Hessen, allen einen schönen guten Abend. Sachsen-Anhalt, der Striezelmarkt, ja, da war ich auch schon mal gewesen, der ist schon geöffnet. Land Brandenburg, ja, ich wohne auch im Land Brandenburg. So, meine Lieben, ähm, eure Fragen. Ich sehe hier gar keine Fragen.
Eine was? Sehr geehrte Damen und Herren, Peter Weber, ja gut. Ich brauche auf meinem Kanal keine Werbung für andere Kanäle, aber jeder kann seine Meinung natürlich äußern. Ja, ich denke, ja, genau. Mhm. So, meine Lieben, wie sieht's aus mit euren Fragen? Also, heiß umstritten war ja immer diese Sache mit der Energiepauschale für Rentner. Also, die ist steuerpflichtig und viele fragen: „Ja, woher weiß ich denn, ob ich steuerpflichtig, bin?“ Es gibt im Internet einfach bei Google eingeben: „Rentensteuerrechner“. Diese sind kostenlos und da kann man seine Daten eingeben und da erhält man so 'ne grobe Orientierung, ob man steuerpflichtig wird oder nicht. Das ist jetzt erst mal die einfachste Methode, wenn man jetzt sich damit noch nicht beschäftigt hat. So, vielen Dank, Sabine. Ja, bleiben Sie auch schön gesund. Ich wünsche natürlich auch allen eine tolle Adventszeit. Was ist, wenn ich habe Brief, aber 1.11. zur Rente gehe, geht noch nicht? Ja, also, liebe Grazina, wenn Sie erst 2025 in Rente gehen, dann haben Sie ja sicherlich ein Arbeitsverhältnis und einen Arbeitgeber und dann haben Sie in der Regel im September die 300 € Energiepreispauschale mit Ihrem Gehalt überwiesen bekommen. Siegfried Petri: „Kommt die Rentennachzahlung bis Ende Dezember?“ Ich weiß jetzt nicht, was Sie mit Rentennachzahlung meinen. Also, wenn Sie zum 1. Dezember Rentner geworden sind, dann bekommen Sie die Energiepreispauschale erst im Januar ausgezahlt. Das geht aus technischen Gründen nicht anders, weil die Rente, die wird Ende Dezember gezahlt, wenn Sie Anspruch ab 1. Dezember haben. Ach so, wo wir die Inhaltssteuer also, ich habe mir die neuen Vordrucke noch nicht angeschaut. Ich habe die neue Software schon. Ist 'ne gute Frage, werde ich beantworten, wo man die angeben muss, auf welchem Formular. Was hast du da muss man die Arbeit liebe Silvi, also, ich habe ja gesagt, es gibt diese Rentensteuerrechner, da kann man so die Zahlen eingeben und, sich das Kopf so anzeigen lassen. Und, wenn Sie unter dem Grundfreibetrag bleiben, dann müssen Sie keine Steuererklärung abgeben. Ich habe da auch einige Videos zu gemacht. Also, man muss eine Steuererklärung nur abgeben, wenn man mit seinem zu versteuernden Einkommen inklusive Energiepreispauschale über diesen Grundfreibetrag kommt. Dann ist man verpflichtet. Der Siegfried ist seit 3 Jahren Rentner. Ja, dann gibt es, im Dezember die 300 €. Tim, ja, liebe Grüße nach Dresden zurück und auch ja, Sachsen ist ja Dresden, also liebe Grüße nach Sachsen. Also, die Frage hier, die ist von, wo war der? Wer wollte das jetzt wissen? Rentennachzahlung? Der Seppel. Der Seppel. Das ist 'ne gute Frage, die schreibe ich mir auch gleich mal auf, wo man die eintragen muss. Ich habe mich mit den neuen Vordrucken noch nicht beschäftigt, weil noch 'n bisschen Zeit ist, aber, super Frage. Vielen Dank. 300 € wo eintragen? Mache ich 'n kurzes Video zu. So, Seppel, vielen Dank. Silvi, habe ich beantwortet die Frage. Weitere Fragen, ihr Lieben? Okay, wir müssen unsere Zeit hier nicht unnütze in die Länge ziehen. Ihr könnt ja jederzeit also, das Video bleibt ja auf dem YouTube-Kanal. Ihr könnt jederzeit eure Fragen hier unter diesem Video stellen. Die werde ich dann im Nachhinein beantworten. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, das war wieder heute ein
Livestream gemacht haben und ihr Bock auf weitere Livestream habt, schreibt gerne mal eine Eins in den Chat, dann werden wir das wiederholen. Ansonsten wünsche ich allen eine wunderschöne Adventszeit, ja. Kommt, ja, gut über die Feiertage, bleibt alle schön gesund. Liebe Astrid, habe ich gesagt, alle, die Anspruch am 1. Dezember 2022 auf Altersrente, Erwerbsminderungsrente und Hinterbliebenenrente haben, bekommen diese 300 €. Manolo, herzlichen Dank. Ja, Karen Seppel, vielen Dank. So, ich denke, Astrid, das ist jetzt klar, ne? Also, Sie bekommen diese 300 € auch. Ja, meine Lieben, dann, wie gesagt, schönen Abend, eine schöne Woche, eine besinnliche Adventszeit und dann bis zum nächsten Livestream. Alles Liebe, ja, und schöne Festtage.